Servus zusammen, mit dem Video schauen wir uns den Milwaukee M18 FID2 an. Schauen wir uns gleich die Umdrehungszahl an. Wie ihr sehen könnt, ist relativ hoch, 3665 Umdrehungen pro Minute. Eine Länge von nicht einmal 12 cm, extrem kompakt. Bitaufnahme gefällt mir extrem gut, weil man da die Bits direkt reinstecken kann. Das liebe ich, die Schnellbitaufnahme, und einfach extrem gut verarbeitet, schön handlich. Ich meine, mit dem 8 Ampere-Stunden nicht ganz so handlich, aber natürlich kann man doch andere Akkus verwenden. Den 3 Ampere-Stunden High Output, der ist kompakt und hat auch sehr viel Leistung. Natürlich nicht wie der 8er oder wie die neuen Forge Akkus. Den habe ich noch ohne Forge Akkus getestet. Mit Forge Akku ist es sicher nochmal schneller, was ja wirklich unglaublich ist. Also was da Milwaukee für ein Gerät gebaut hat, ist wirklich der Hammer, kann ich wirklich nur sagen. LED ist auch sehr schön, ihr seht es, unglaublich hell. Schaut euch die Werte an von der LED. Also das sieht man schon, dass das auch eine gute LED ist. Um die 90 bis 100, ja, ganz nah sind es dann relativ viel. Lux, ja, Bitaufnahme, wie schon gesagt, gefällt mir gut für einen Schlagschrauber, relativ genau. Ihr seht, wenn ich den Schlangenbohrer da einschraube von Dewalt, einfach reinstecken. Schaut euch das an, das ist für einen Schlagbohrer sehr, sehr genau, muss ich wirklich sagen. Und das hat Milwaukee extrem gut gemacht. Also wirklich toll, finde ich das, dass die Vibrationen so gering sind, auch wenn man Vollgas gibt. Da sieht man bei Vollgas noch was anderes, wenn man dann also man fängt da langsam an und dann gibt man Vollgas, das heißt, das zieht sich dann selbst rein, aber ich sehe jetzt auf zweiten Stufe, es geht sogar. Da sehen wir uns nun die verschiedenen Schrauben an, also die Tests sind sehr kurz, weil der Milwaukee so viel Kraft hat, dass er jede Schraube in so kurzer Zeit versenkt. 10 einfach in 4,8 Sekunden. Schauen wir uns noch einer in der Tabelle an, wie er sich gegen die anderen schlägt. 3,38 die 8er. Und ja, man kann nur sagen, einfach extrem, extrem stark. Schaut mal 160 in 6,5 Sekunden. Milwaukee ist so kompakt und hat so viel Leistung. Da hat sogar 16 einmal 200. Der versenkt er einfach in knapp über 20 Sekunden. Also das ist einfach Weltklasse, was da Milwaukee gebaut hat. Das muss man denen lassen. Die haben da wirklich ein sehr schönes, sauberes Gerät gebaut. Kompakt, sauber, gut verarbeitet. Vibrationen habe ich leider nicht gemessen. Mache ich jetzt in Zukunft aber den Schlagschrauber. Nicht so gute Idee, ist mir gerade eingefallen. Aber schauen wir uns die Werte dann an. Danke. So, wie schon gesagt, extrem gut. Also Preis ist auch sehr teuer. Auch wie der Flex 250, der Flex, der Milwaukee 230. Die Längen sind ähnlich, Gewicht ist ähnlich, Leistung würde ich auch sagen, ist relativ ähnlich. Wobei der Flex jede Aufgabe besser gemeistert hat als der Milwaukee. Bis auf die 16er habe ich leider nicht getestet mit dem Flex. Weiß nicht wieso, ich habe die Aufnahme nicht mehr oder ich habe einfach, weiß nicht wieso, aber vom Flex kann ich mir jetzt nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern, habe ich die 16er getestet. Ich denke mal eigentlich schon, wieso sollte ich nicht testen? Ich meine, der Flex ist ja einer der stärksten Schlagschrauber der Welt. Das ist einfach so von den Drehschlagschraubern mit Viertelzoll Aufnahme. Aber wieso ich da jetzt keinen Wert habe, frage ich mich natürlich. Aber ihr seht, also wenn Sie Milwaukee und Einhell vergleichen, Einhell hat 36 Sekunden gebraucht und 4 cm waren übrig. Ich wollte den Einhell nicht mehr quälen. Ich glaube, er hat es geschafft, aber dann wirklich, weil ja das Drehmoment wird ja immer mehr, was ja benötigt wird, um die Schraube zu versenken. Und deswegen würden die letzten 4 cm wahrscheinlich fast gleich lang dauern wie die ersten 16. Also nicht ganz so lang, aber ich würde mal sagen, mindestens 45 Sekunden, 50, dass er die ganz versenkt. Wir wollten nicht mehr quälen. Sonst, ich meine, man sieht es ja auch an den anderen Zeiten. Es ist einfach so, wenn die anderen Zeiten besser sein, 8er, 10er oder 12er, dann ist die 16er Zeit auch besser. Es ist einfach so, besonders bei 12er, das ist auch schon relativ genug Drehmoment für so einen Schlagschrauber. Da sieht man eben, hat er das Drehmoment oder hat er es nicht. Der Milwaukee ist halt extrem kompakt, extrem leistungsstark, extrem gut. Da gibt es nichts Negatives zum Sagen. Wahrscheinlich einer der besten Schlagschrauber der Welt mit dem Flex und mit ein paar anderen. Ja, wichtig zu wissen eben für die Leute, die sich sowas holen wollen. Also für daheim schwierig, für die Arbeit natürlich gut, weil die Akkus sind relativ teuer und Ladegeräte und Verfügbarkeit würde ich sagen ist mittelmäßig in Europa, also nicht allzu schlecht, nicht allzu gut. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät, wunderschönes Gerät. Alle Akkuschrauber sind natürlich unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würden den Kanal unterstützen. Vielen Dank für ihn, das macht, vielen Dank für ihn, das schaut, Kommentar da, alles, Abo, Daumen nach oben, teilt. Danke, Servus und ciao.